Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um Victoria Beckham, und zwar hat sie ein Bronzer-Duo rausgebracht. Das nennt sich Matte Bronzing Brick, kostet auf ihrer Homepage 60 Euro. Ich habe es auch dort bestellt, direkt am Freitag. Ich habe es mit Express bestellt, war am Montag jetzt schon hier, also das ging super schnell. Ich musste auch keinen zusätzlichen Zoll bezahlen, also bei Victoria Beckham Beauty auf der Seite. Ich verlinke die unten. Kann man problemlos bestellen. Das geht auch ohne Express immer super schnell. 2, 3, 4 Tage ist das immer da. Das Bronzing Duo kam in 5 Farben raus. Das Packaging ist gewohnt. Ihr Packaging wie auch die Lidschatten sind. Ich halte meinen Lidschatten daneben. Die sind halt sehr klein. Und das Bronzer Duo ist jetzt um einiges größer, ist die gleiche Verpackung, die ist wunderschön, die ist sehr, sehr schwer in der Hand, sehr wertig fühlt sich das Ganze an. Das ist hier mit Gold, auf der Rückseite hat man so einen Sticker, wo nochmal drauf steht, was drin ist, und zwar habe ich die Farbe 02. Das ist einmal ein hellerer und ein etwas dunklerer Bronzer. Den gibt es in 5 verschiedenen Farben. Wir haben hier insgesamt 9,6 Gramm enthalten. Das ist hergestellt in den USA. Und wie alles von Victoria Beckham ist es eine Clean Beauty Brand. Also da soll nichts drin sein, was irgendwie Allergien auslösen kann oder schädlich für die Haut ist. Also das soll ein softes Matt sein, kein Schimmer enthalten und so ein bisschen ein Soft-Focus-Finish, also so ein bisschen ein seidiges Finish, also nicht so ganz totmatt, aber schon matt. Soll die Haut aufwärmen, man soll auch ein bisschen definieren mit können und ein softes, natürliches Finish ergeben. Und der erste Ton soll die Haut, ja, erwärmen oder den Hautton erwärmen, und mit dem zweiten kann man dann noch definieren. Ich swatch die beide mal. Jetzt bin ich direkt mit dem Finger rein. Fühlen sich auch sehr soft an. So sehen die Töne jetzt aus. Und ich würde sagen, ich gehe wie immer mit meinem Sonia G Pinsel. Ich habe alles schon drauf. Also ich habe Foundation drauf, Lidschatten auch, den von Victoria Beckham, die Signature Palette genommen, die ich mir neu bestellt hat, und habe ein bisschen mit dem Lid Luster Honey drüber getippt und mit dem Lid Luster Blond für den Innenwinkel. Ansonsten habe ich nur, wie gesagt, Foundation drauf und ein bisschen Puder. Und ich gehe als erstes mal in den hellen Ton. Das ist auch wirklich eine schön große Palette mit einem schönen Spiegel drin. Und tue mir den auf den Pinsel. Und gebe mir den mal so fluffig übers ganze Gesicht. Und da sieht man schon, der hat, also es ist ein super fein gemahlenes Puder, lässt sich wunderbar auftragen. Für meinen Hautton wärmt der jetzt schon gut auf. Und jetzt gehe ich noch mal mit demselben Pinsel in die dunklere Farbe. Das sind ziemlich puderig, und gebe mir das noch mal so ein bisschen hier hinten drin. Und dann sieht man schon, das ist jetzt nur der helle Ton und das ist jetzt so ein bisschen mit dem dunklen Ton. Ich denke, man kann die auch direkt ein bisschen mischen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Wunderbar soft, verschmilzt sehr schön mit der Haut. Und dadurch, dass man diese beiden Farben mit drin hat, kann man auch die Intensität natürlich bestimmen. Also man kann entweder mehr von dem helleren oder mehr von dem dunkleren, sodass ich denke, dass da auch mehrere Hauttöne etwas von haben. Und je nach Look halt auch, ob man es ein bisschen natürlicher möchte oder ob man ein bisschen mehr Definition haben möchte. Für mich sehen die, also sie beschreibt es als warme Töne, und ich würde aber sagen, das ist so warm neutral. Der dunklere hat so ein bisschen
mehr so einen rötlichen Unterton und der hellere, ja, neutraler noch. Und ich finde, gepaart sehen die sehr, sehr schön aus. Was sagt ihr? Also erster Eindruck ist sehr, sehr gut. Wie fast alles von Victoria Beckham. Ich muss sagen, ich mag ihre Produkte sehr, sehr gerne. Da stimmt für mich das Gesamtkonzept. Sie hat gute und natürliche Inhaltsstoffe. Die Verpackung ist auch auffüllbar. Man kann die wiederverwenden. Das finde ich sehr nachhaltig. Das ist eine sehr hochwertige Verpackung, super für den Alltag geeignet. Sie schreibt auch dazu, also dass das Design halt ein wiederverwertbares Design ist und es ist plastikfrei. Und wenn man mit dem Puder durch ist, kann man einfach das Innenleben hier an der Seite, ist so ein kleiner Dot drin, rausklicken und kann das wiederverwerten. Das finde ich super. Das ist natürlich sehr schön, gerade bei so Produkten. Also der kostet jetzt 60 € und das Refill habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Der Bronzer kam ja erst am Freitag raus. Da weiß ich gar nicht, was das kostet. Also im Moment sind die Refills noch nicht auf der Seite. Ich denke aber bald. Und dann kann man da erstens was Gutes für die Umwelt tun, wenn man sich noch einen holen möchte oder wenn man durch den ersten durch ist. Und man spart sich wahrscheinlich auch ein bisschen Geld mit der Verpackung. Ich werde das jetzt ein bisschen tragen und komme dann später nochmal zurück mit meinem Fazit. So, da sind wir wieder. Ich habe das Produkt jetzt circa, nicht ganz so lange, aber so 5 Stunden drauf. Ich war auch jetzt draußen, musste ein paar Termine machen, hatte also auch die Maske drauf. Ich finde, man sieht das Produkt noch genauso gut wie vorhin beim Auftrag sozusagen. Also die Haltbarkeit ist sehr gut, was mir super gefällt, auch im Tageslicht. Das sieht sehr flawless aus. Also der Auftrag ist sehr, sehr schön gewesen. Das ist ein super Puder. Es ist ein mattes Puder. Ich mag es ja auch gerne schimmerig und kann mir gut vorstellen, dass ich das auch vielleicht nochmal mit einem Highlighter oder mit einem Blush, der so ein bisschen Leuchtkraft mit drin hat, kombiniere. An sich, wenn man matte Bronzer mag, finde ich das sehr, sehr schön. Das Schöne sind die 2 Farben. Man kann dadurch ein bisschen variieren und auch auf seine Bedürfnisse und seinen Hautton das Ganze anpassen. Man kann die beiden Farben auch mischen oder man trägt nur den hellen auf und geht nur so ganz leicht mit dem dunklen, vielleicht wirklich mehr so ein bisschen zum Konturieren mit rein. Also das finde ich sehr, sehr schön, dass man die beiden Farben in dem einen Produkt bekommt. Da hat man einfach mehr Flexibilität. Von den Untertönen gefällt es mir auch ganz gut. Ich bin ja ein Freund von, bei mir dürfen die Bronzer auch gerne dunkler sein. Ich weiß jetzt nicht, also mit dem hellsten Ton wäre ich wahrscheinlich nicht zurechtgekommen. Der wäre mir, denke ich, zu hell gewesen mit dem eins dunkleren Ton. Da weiß ich nicht, ob ich mir den vielleicht noch zulege, weil mir das Puder an sich sehr, sehr gut gefällt. Also es fühlt sich super an, es verschmilzt nahtlos mit der Haut, es gibt meinem Gesicht Wärme, es macht alles, was ein Bronzer machen muss. Ich mag die Qualität von Victoria Beckham Produkten bisher super gerne. Es hat mir alles gefallen, was sie rausgebracht hat und was ich probiert habe, insbesondere gerade die Lidschatten und jetzt auch das Bronzer Duo. Ich hoffe, sie kommt mit Bluschen raus. Also ich werde es auch sofort wieder bestellen. Es ist dann dazu noch eine clean Brand, was ich gut finde. Ich bin jetzt nicht so empfindlich, was Duftstoffe angeht oder Silikone oder irgendwas. Da habe ich jetzt nicht irgendwie Bedenken, das als Make-up auf meine Haut zu machen. Wenn ich aber natürlich etwas habe, was clean ist, dann ist das umso besser. Was ich super finde, dass sie bei der Verpackung auch darauf achtet, also in dem Fall, die ist plastikfrei und dass es wiederverwendbar ist und dass man da so ein bisschen auf Nachhaltigkeit schaut. Das gefällt mir besonders gut und die Verpackung ist dem Preis entsprechend. Das ist eine Luxusbrand und so fühlt sie sich aber auch an. Sowohl
im Gesicht. Der Auftrag als auch die ganze Haptik von dem Produkt fühlt sich sehr luxuriös an. Das macht mir dann Spaß, also die Produkte auszupacken und mit denen rumzuspielen. Das ist genau das Gefühl, was ich haben möchte bei Produkten in der Preisklasse. Und da trifft Victoria Beckham voll meinen Geschmack und ich bin auch nicht enttäuscht, was den ersten Eindruck von diesem Produkt angeht. Ich muss das natürlich wie immer noch ein bisschen öfter testen, um eine finale Meinung geben zu können. Aber ich denke, man bekommt ja einen ersten Eindruck schon mal ganz gut mit. Ich habe es jetzt ein paar Stunden drauf. Das hat ganz gut gehalten, auch mit der Maske. Ich sehe jetzt nicht, dass es übermäßig abgetragen wäre. Alles, was ich von einem Bronzer erwarte, ist hier erfüllt. Das ist für mich ein tolles Alltagsprodukt. Wie gesagt, ich bin jemand, der mag auch gerne so ein bisschen Schimmer und ich würde das dann wahrscheinlich öfter auch nochmal mit so einem Schimmer-Blush toppen, aber es passt für mich genau, ein matter Bronzer passt für mich genau in die Linie von Victoria Beckham und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Produkt bei mir in der Sammlung habe. So, was sagt ihr? Victoria Beckham, hört man nicht so viel im deutschen YouTube von, das finde ich ein bisschen schade, weil es meiner Meinung nach eine sehr tolle Marke ist. Man kann problemlos auf ihrer Seite bestellen. Ich glaube, die Sachen gibt es auch bei Cult Beauty, aber ich bestelle ganz oft von der Seite von Victoria Beckham und hatte da noch nie Probleme. Im Gegenteil, das Shipping geht immer super, super schnell. Und deswegen bin ich da mehr als begeistert. So, dann war es das schon wieder für dieses kurze Video und den kurzen Einblick in den Bronzer von Victoria Beckham. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss.